again. It's a redskin. Moin, Firma Berotec hier. Und zwar wollen wir heute einen Gepäckträger an unsere GasGas ES700 anbauen. Was wir auch heute wieder machen, gilt genauso für die KTM 690. Also die Bauteile oder die Verkleidungsteile, die sind da identisch. Und auch für diejenigen, die sich keinen Gepäckträger, sondern nur ihre Sozius-Griffe installieren wollen, die können uns auch folgen, bis zu dem Punkt, wo wir einen Gepäckträger anbauen. Dann könnt ihr eure Sozius-Griffe installieren. Ja, aber wir installieren heute das an der ES700. Ich habe das Motorrad schon ein bisschen vorbereitet, schon ein paar Schrauben gelöst, damit es ein bisschen schneller vonstatten geht, aber die hauptsächlichen Griffe, die zeige ich euch. Und wir fangen einfach direkt hier hinten an, machen den Tankdeckel raus, legen den mal beiseite und dann können wir hier die Sitzbankentriegelung rausziehen, die ist ja hier hinten im Tankdeckel drin. Die Sitzbank auf die Seite legen und dann machen wir weiter mit der Heckverkleidung. Die Heckverkleidung, da müssen wir einmal hier unten zentral hier unten drin zentral eine Schraube lösen. Die hält die Verkleidung dann. Das ist, glaube ich, eine 8er Nuss. Mal beiseite und dann können wir die Verkleidung so einfach nach hinten rausziehen. Diese Lasche, die hängt hier hinten oder hakt hier hinten ein. Und dann diese seitlichen Laschen, die halten dann die Seitenverkleidung. Deswegen nehmen wir auch dieses Heckteil zuerst ab. Legen wir auch beiseite. Dann machen wir weiter hier vorne mit der Seitenverkleidung. Da habe ich schon hier vorne zwei Schrauben gelöst, die links und rechts oder links vom Kühler hier sind. Dann gibt es hier hinten noch zwei Laschen und hier oben ist so ein Stecknippel. Den können wir einfach vorsichtig rausziehen. Wie gesagt, die beiden Schrauben hier vorne, die sind schon gelöst. Und dann die Verkleidung auch nach vorne rausziehen. Und dann sieht man genau diese beiden, also diese Lasche hängt hier hinter und die Lasche hält diese andere Seitenverkleidung. Und dieser Gumminippel, der sitzt hier oben drin. Das sind die beiden Schrauben hier vorne. Und genauso machen wir das auf der rechten Seite. Das sind auch seitlich zwei Schrauben, die schon gelöst sind. Hier vorne der Gumminippel. Und dann sieht man das hier vielleicht jetzt, wie das da festgemacht ist bzw. einrastet und dann auch einfach nach vorne rausziehen. Das ist dann die vorderen Seitenverkleidung. Dann geht es weiter mit der Verkleidung hier. Dann ist einmal hier oben eine Schraube drin. Das ist die hier, so eine größere. Da hängt die vordere Verkleidung auch noch mit drin. Das sieht man hier vielleicht. Da hängt die vordere Verkleidung, fährt da so rein, ist dann geführt. Und dann haben wir hier unten eine Schraube, eine kleine schwarze. Das ist die hier. Die können wir noch lösen. Und dann haben wir hier oben diese beiden Schrauben noch. Die lösen wir noch, dann können wir das seitlich abnehmen. Auch hier ist zu beachten, diese Tasche, die greift hier auf dieses Blech mit der Gummierung und wird davon nachher gehalten. Das ist hier unten. Und dann können wir die Kleidung auf die Seite legen. Weiter geht's mit der rechten Verkleidung. Auch hier diese Schraube lösen. Wie gesagt, hier vorne ist auch eine, wie auf der anderen Seite. Dann Schraube beiseite und bei dieser rechten Seitenverkleidung müssen wir jetzt so mit ein bisschen Gefühl. Genau, hier unten sitzt noch seitlich eine drin. An dieser Stelle, die habe ich auch schon entfernt und dann können wir die Verkleidung hier nach hinten
abziehen. So. Genau, wir sehen hier diese Kante, die greift hier so unter den Tank drunter, deswegen nach hinten raus. Und das sind dann die Verkleidungsteile, die wir jetzt auch brauchen, wo wir die Bohrung setzen. Jetzt tue ich mal die Sitzbank noch auf die Seite. Jetzt ist es so, ich zeige das mal hier hinten an der Heckverkleidung. Werkseitig sind schon so Markierungen gesetzt, wo man die Bohrung setzen soll. Sieht man hier diesen runden Kreis. Ja, da habe ich schon mal so eine Bohrung reingemacht, um zu gucken, ob dann die Gewinde passen. Also, dass man dann von oben durchgucken kann. Dann habe ich die Heckverkleidung wieder montiert. Bei diesem Heckteil passt das sehr gut. Also, da kann man sich an die Markierung halten. Jetzt bei den Seitenverkleidungen war das so, dass wir an der KTM 690, da hatten wir schon Probleme, dass das nicht gepasst hat. Also dass die Markierungen nicht gefluchtet haben mit den eigentlichen Gewindebuchsen. Und deswegen wollten wir das hier nochmal überprüfen. Das haben wir jetzt so gemacht, dass wir hier so eine M8 Gewinde oder Wurmschraube, Gewindestift genommen haben, der oben so eine Kegelspitze hat. Und die haben wir dann hier in die Bohrung reingesetzt, also mit der Spitze nach oben. Da haben wir die Verkleidung, ja gut, das ist jetzt von der anderen Seite, also haben wir die Verkleidung angebaut und dann hat dieser Gewindestopfen oder Gewindestift, ich zeige das mal, so haben wir das gemacht, Verkleidung dran. Und dann haben wir einfach geguckt, dass dieser Gewindestift hier leicht gegen die Verkleidung innen drückt. Und dann haben wir von außen mit dem Schonhammer und ein Stück Stoff einmal einen Schlag drauf gegeben. Dann haben wir das zentriert. Und dann sieht man das jetzt hier relativ gut. Das mal so rum. Also das Schwarze, das wäre das, was eigentlich vorgegeben ist vom Werk, also was ja markiert ist. Und da, wo ich jetzt gebohrt habe, das war das, wo wir dann letztendlich rausgekommen sind mit unserer Markierung, also von diesem Gewindestift. Da war dann diese Kerbe drin, die ich von außen reingeschlagen habe, und dann sieht man, dass da doch eine deutliche Abweichung ist. Und das ist halt wichtig, dass dann nachher die Verkleidung nicht so krass unter Spannung steht, dass man das mal kontrolliert, und das fanden wir jetzt so eine ganz gute Methode, das einfach zu korrigieren. Wie gesagt, aus Erfahrung wissen wir bei der Husqvarna und auch bei der KTM 690, da hat das mit den Markierungen schon nicht so gepasst. Also für euch zu Hause, ihr könnt euch vielleicht einfach so eine M8-Schraube nehmen, wenn ihr jetzt nicht gerade so einen Gewindestift da habt, und die einfach oben so ein bisschen kegelförmig anschleifen, und dann könnt ihr euch das markieren. Dann im nächsten Schritt würde ich sagen, setzen wir jetzt die Bohrung. Pilotbohrung habe ich ja schon gemacht, und jetzt gehen wir mit dem Stufenbohrer ran und bohren dann auf 18 mm auf. Also jetzt haben wir hier unsere 3 Verkleidungsteile. Ich habe, wie gesagt, schon eine Pilotbohrung gemacht mit einem 5 mm Bohrer, und jetzt haben wir hier so einen Stufenbohrer. Dann habe ich mir eine Markierung dann gemacht bei 18 mm. Unsere Distanzhülsen hier, die haben 16, aber wir wollen halt, dass er ein bisschen Luft hat, weil das Material ja doch auch schon immer ein bisschen arbeitet und dass es dann nicht so ganz stramm ist. Und ja, dann können wir jetzt einfach mit diesem Stufenbohrer hier reinbohren. Jetzt hoffen wir mal, dass ich mich nicht verbohre. Haben ja nur eine Verkleidung. Genau. So, jetzt gucken. Hat doch sehr sauber geworden. Manchmal bleibt noch ein Grat dran stehen. Aber das sieht jetzt sehr gut aus. Mal gucken, dass jetzt die Distanzhülse nachher reinkommt. Und dann sieht man, die hat so ja, noch ein bisschen Luft zum Arbeiten. Ihr könnt natürlich auch ja, kleiner bohren, 17 oder 16 mm, aber unsere Erfahrung ist das so, oder erfahrungsgemäß ist das ganz gut. 18 mm ist ein gutes Maß. Dann die nächste. So, auch hier kein Grat dran. So ein leichter. Kann man von außen einfach nochmal so einen leichten Hieb geben. So, doch hier passt das einwandfrei. Dann noch das Heckteil.
Schon ein bisschen komisches Gefühl, einfach in seiner Verkleidung so rumzubohren. Aber ist halt notwendig. So, das würde ich sagen, sieht doch super aus. Auch hier passt das gut rein. Ja, dann nächsten Schritt, die ganzen Sachen wieder dran bauen, rüber ans Motorrad. Ja, weiter geht's. So, jetzt machen wir die ganze Sache natürlich wieder rückwärts. Löcher sind drin. Das heißt, wir fangen hier mit der rechten Seitenverkleidung an. Wie gesagt, so von hinten ein bisschen ans Fahrzeug ranfahren. Und dann mit viel Gefühl und ein bisschen Gewalt das dran drücken. So, und dann können wir die Schrauben reinmachen. Wie gesagt, das ist diese eine große, die identisch ist mit der da drüben. Die mache ich gleich mal hier seitlich rein. Und dann noch hier unten. Bei den Schrauben hier haben wir so einen schwarzen Ring, wo auch dann die Heckverkleidung reinfährt und zentriert wird. Dann geht es weiter mit der linken Seitenverkleidung. Wie gesagt, hier unten, das muss hier drauf. Da müssen wir darauf achten, das als erstes einfädeln. Und dann gucken, dass die Bohrungen passen. Genau. Hier bei dieser Schraube noch, das ist auch noch ein Hinweis, die hat hier unten so einen Absatz mit drin. Also der Absatz muss in die Bohrung rein und diese Fläche hier, die hält dann die Verkleidung. Also da muss man aufpassen, dass man da nichts verdrückt. Die Schraube festziehen. Und dann noch die kleine schwarze hier unten. Genau. Dann das Heckteil. Hier die Lasche zuerst hier unten einführen, also flach auflegen und dann nach vorne schieben. Und genau diese seitlichen, diese Nasen, die fahren da rein und die Lasche fährt hier unten drunter und hier vorne dann darauf. Aber das ist alles, funktioniert eigentlich sehr gut, da braucht man jetzt keine große Gewalt. Wie ihr seht, einfach so reinfahren. Und dann, wo ist sie jetzt? Genau. Die Schraube für die Heckverkleidung, die sieht so aus. Die ziehen wir auch an. Ja, jetzt, ja, ihr seht, also ich meine, das ist ja vom Werk so, dass hier hinten die Verkleidung schon so ein bisschen Spalt hat oder Spiel hat. Das ist jetzt hier nicht ganz symmetrisch zu rechts, also da ist immer so ein bisschen Bewegung drin. Deswegen haben wir auch gesagt, wir bauen hier mit 18 mm auf. Hinzu kommt ja noch, dass die Verkleidung hier, die fällt ja so schräg ab. Das heißt, die Hülse steht nachher nicht also senkrecht oder im Winkel zur Fläche, sondern so ein bisschen schräg. Und da braucht ihr auch noch ein bisschen mehr Spiel. Aber so von den Bohrungen her ist es eigentlich sehr gut getroffen. Das sollte kein Problem geben. Und dann können wir den Gepäckträger jetzt anbauen. So, wir haben ja verschiedene lange Distanzen. Genau. Was ich noch gemacht habe, ich habe in jede der 4 Gewinde habe ich noch so Gewindefett reingemacht, dass die Schrauben sie besser reinschrauben lassen und sich nicht festsetzen. Und dann mache ich das so, dass ich hier vorne, genau, also wir haben vorne links und rechts kommen die langen Distanzen und natürlich auch die langen Schrauben. Dann haben wir eine Unterlegscheibe, die fädel ich hier schon mal so ein.
und mache das dann, leg die mal vorsichtig an. Jetzt den größeren. Dann mache ich das einfach so im Uhrzeigersinn halt. Ne, vielleicht noch nicht richtig gefunden. Ah, jetzt, okay. Also jede Schraube nur so ein paar Umdrehungen anlegen, bevor wir die ganz festziehen. Jetzt mache ich mal die gleich noch mit rein. Und wenn dann alle Schrauben ja, gegriffen haben, dann kann man die auch festziehen. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir noch kurz, ob das mit dem Tankdeckel auch gut passt. So, den können wir hier reinstecken. Klappe zu. Die Vorderrohrverkleidung, ja komm, die machen wir auch noch dran, dass ihr das noch seht. Wir wollten ja eigentlich ein kurzes Video machen, aber naja. Genau, hier hinten noch diese Lasche, die fährt in diese Schraube rein. Also wir beginnen hier auch von vorne nach hinten das so reinzuschieben. So. Und rechts genau das gleiche. Lasche hier mit der Schraube anlegen. Na, jetzt habe ich es hier hinten. Die Lasche muss auch noch drunter. Also so. Zusammenfahren und hier vorne der Gumminippel reindrücken. Dann die beiden Schrauben. Aber wir können schon mal die Sitzbank drauf machen. Zack. Fett abwischen. So, Paletti. Ja, jetzt können wir Gepäck draufspannen. Ne? Ja, wir haben jetzt hier den schwarzen genommen, einfach weil wir ein bisschen Kontrast drin haben. Das ist ja die Enduro-Variante, die so schön knallrot ist. Also den gibt es in schwarz und in rot. Hier fanden wir jetzt einfach schwarz besser. Und wir sehen, dass hier auch alles, gerade mal geguckt, ja, alles schön frei ist. Und ja, zum Tanken müsst ihr dann halt die Gepäckrolle abnehmen. Aber das passt dann alles einwandfrei. Ja, wir hatten am Anfang selber ein bisschen Probleme, die Verkleidung abzubauen bei unserer ersten, bei der Husqvarna. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir nochmal ein Video. Also wir hoffen, dass das euch hilft, dass es ein bisschen den ganzen Workflow schneller macht, dass ihr wisst, welche Schrauben wo sind, was man abbauen muss. Und das geht auch wirklich, also hat man ja gesehen, das in wenigen Minuten erledigt. Und genau den Hinweis noch, schaut euch genau an, wo die Bohrungen sitzen, dass ihr nicht nachher Probleme habt mit der Verkleidung, dass die irgendwie ja, verschoben ist zu den eigentlichen Bohrungen. Also für uns hat diese Variante gut funktioniert, vielleicht hilft euch das weiter. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, würden wir uns freuen über Rückmeldungen von euch, irgendwelche Informationen. Ansonsten, ja, der Gepäckträger gibt es bei uns im Shop, Link ist unten in der Beschreibung und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!